Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 4 Royal. Kaneshiro ist besiegt. Wir müssen erstmal gucken, wie wir unsere Prüfungen bestehen. Makoto erinnert uns, Prüfungen stehen an. Yay. Die Prüfungen stehen vor der Tür. Kommst du mit dem Lernen gut voran? Ich kann dir einen großen Abriss davon geben, wie sie zu meiner Zeit im 2. Jahrgang waren. Was meinst du? Sollen wir zusammen lernen? Oh ja, zusammen lernen ist immer gut. Na schön, komm in die Bibliothek. Ich werde dir den Stoff richtig einprügeln, also mach dich auf was gefasst. Oh ja. Oh ja, okay. This goes like this. Dann löse jetzt diese Aufgabe mit der Formel, die ich dir gerade erklärt habe. Verstehst du, Hörlerkund? Ich glaube, ich schaffe das. Dank Makotos Hilfe fällt dir das Lernen heute wohl etwas leichter. Ein Boost. Ich habe einen Boost. I agree. Beeindruckend, Hörlerkund. Du lernst schnell. Und außerdem hilft es mir auch, den Stoff nochmal durchzugehen. Gut, machen wir uns an die nächste Aufgabe. I'll see you later. Gut, das ist der ideale Punkt, um für heute schon aufzuhören. Ich habe Schluss zu machen gesagt, aber okay. Es ist schon so spät. Ich gehe mal lieber nach Hause. Hey, hey! Das mögen viele Schüler am liebsten. Na, Ferien. F-E-R... Wir versuchen es mal. F-E-R-I... Ja, könnte hinhauen. Was wäre das hier oben? Sommerzeit ist die Zeit zum... Schwitzen. Schwimmen. Eis essen. Die heiße Jahreszeit. Ja, aber ist egal, es sind Ferien. Die beliebteste Ferienzeit fällt in den Sommer. Die Länge der Ferien hängt von der Präfektur ab. Die zweite Urlaubszeit fällt in Japan auf den Herbst. Sie dauert zwischen 3 und 7 Tagen. Deutlich kürzer als im Sommer, aber gleichwohl ersehnt. Alright. I see. Ja. Nice. Und da mal ein Video von Kaneshiro im Hintergrund. Irgendwelche Neuigkeiten bei Prüfungen. Die Prüfungen stehen bald an. Du wirst doch nicht ohne mich vorarbeiten, oder? Oder? Wenn du lernst, wollen wir zusammen lernen? Ich steck echt in der Klemme. Ja, sieht aus, als würdest du mit Ryuji lernen. Ja, sofort hingehen. Du hilfst mir echt extrem. Dann warte ich im Diner in Shibuya auf dich. Wenn ich mit dir lerne, kann ich mich viel besser konzentrieren, Hörlock. Aber diese Aufgaben hier sind echt harte Nüsse. Wie läuft's bei dir? Was halt sonst? Jemanden zu sehen, der durch die Prüfung fallen könnte, spornt zusätzlich an, nicht wahr? Dieser Diss an Ryuji. Yeah. Ah, ich muss das schaffen. Wie peinlich wäre es denn, wenn ein Phantomdieb sitzen bleiben würde? Ich werde mich richtig anstrengen, weil du hier bist, Hörlock. Oh, erledigen wir den Rest. Ryuji nicht mal was dazu, okay. Ich bin geschafft, gehen wir. Yo. Was geht? Ich habe gerade gehört, dass wohl sobald ein Sommerfest... Ich habe gerade gehört, dass wohl bald ein Sommerfest stattfinden soll. Ich habe gehört, es soll Kebab und Steak geben. Das richtig gute Zeug halt. Kann's kaum erwarten. Und was ist mit Lernen? Come on, man. Ich krieg das schon hin. Auf der Website gab es auch ein paar englische Infos. Oh Mann, ich bin hungrig. Lass uns endlich los. Okay, aber erstmal lernen.
ganzen Neuigkeiten zu Kaneshiro haben mich vom Lernen abgehalten. Dann ist sie halt Stipendiatin. Na und? Warum soll sie deswegen eine Sonderbehandlung kriegen? Es zählen nur Ergebnisse, okay? Ich habe gehört, dass die Phantomdiebe von unserer Schule kommen sollen. Das kann nicht sein, wäre aber ziemlich witzig. Heute ist der erste Tag eurer Abschlussprüfung. Fangt an. Den Winkel C 28 Grad, wenn Winkel C 28 Grad hat und die Winkel A und B 88, welche haben dann B und E? Mathe. Ich hasse Mathe so sehr. Ich hasse Mathe. Der Winkel C 28 Grad hat. Ich kann euch mal sagen, E hat genauso viel wie... Gott, mein Hirn friert ein. Es ist Mathe. Mathe ist so... Ich weiß, ich muss auf 180 Grad kommen. Oh Mann. Ich hab doch keine Ahnung. Moment, B88, Ich hab Kopfauer. Ohne Scheiße ging mir das schon immer in der Schule. Ich hab Kopfauer. Ich hab doch keinen Plan. So schnell kann ich nicht rechnen. Ich sag jetzt 40 Grad. Das kann nicht stimmen. Okay, gut zu wissen. Mal sehen. Eine Aufsatzfrage. Das sieht schwierig aus, aber beruhig dich und denk darüber nach. Erkläre den Ursprung von Baozi. Oh, Baozi bei warmem Wetter? Naja, egal. Das kam im Unterricht dran. Die wurden von den Typen aus den Chroniken der drei Reiche erfunden, oder? Oh Gott, ich hab doch nicht keine Ahnung. Ja, der Stratege von Shu. Ich glaube, Shu Liang hat in der Geschichte einen über seinen Ufer getretenen Fluss besucht. Und sie haben irgendwas angeboten, um den Fluss zu besänftigen. Die Köpfe von Barbaren? Das ist es. Verrückte Geschichte. Und so ist es auf Baozi gekommen, oder? Dieser Meisterstratege entwickelte Baozi, damit, um sich statt der Köpfe dazu bieten. Ja, ich glaube, du hast recht. Der Baozi wurde als Opfergabe für einen Flussgeist erfunden, um keine abgehackten Köpfe mehr zu brauchen. Yep. Du bist rechtzeitig fertig. Give it up. Die Zeit ist vorbei. Gebt schon auf. Das ist sehr motivierend, Herr Lehrer. Now everyone. Heute ist der zweite Tag der Abschlussprüfung. Ihr dürft beginnen. Wie lauten Name und Genus dieses Organismus? Oh Gott. Oh nein. Ich habe eine 50-50 Chance. That doesn't look like it'll work. Kann nicht stimmen. Ah! Was passierte, als Japan zum ersten Mal Aktien und harte Währung ausstellte? Die Wirtschaft geriet durcheinander. Ooh, we can do this. Dürfte ungefähr hinkommen. Let's get started. Heute ist der dritte Tag der Abschlussprüfung. Seid ihr bereit? Ihr könnt anfangen. Wie lautet die englische Version des norwegischen Es regnet Hexen?
Raining Cat and Dogs. Ooh, we can Das do dürfte this. ungefähr hinkommen. Wie werden die traditionell an Tanapa servierten Somennudeln noch genannt? Dämoneneingeweide. Ooh, we can do Das dürfte this. ungefähr hinkommen, ja. Heute ist der letzte Tag der Prüfung, hm? Du hast die alle schon gesehen. Du kriegst das hin, alles klar? Nice. Es läuft gut. Ich freue mich drauf, deine Noten zu erfahren. Okay, es läuft also doch nicht so kacke. Okay. My parents are gonna kill me. There was so much stuff on that exam. I didn't have time to study everything. I probably could have managed if I had an extra week, too. An extra week, huh? The only people who get that kind of cushy treatment are the honor students. Oh, you mean like Yoshizawa-san? I heard the school moved her exam period. Must be nice getting perks like that. Hey there. Congrats on surviving finals. Today was the last day, right? Say, would you happen to have some free time right now? There's something I'd like to discuss. I promise it'll just take a moment. Klar. Thanks. I know you're exhausted, so I'll make this quick. It sure has heated up now that the rainy season's passed. I just know my electric bill is going to start climbing this month. Anyway, as I'd mentioned, there's something I'd like your opinion on. Brauchst du eine Therapiesitzung? Well, I suppose that's actually accurate. I've had something on my mind lately, and I want to hear your take on it. Okay, here goes. Oh, this is all hypothetical, mind you, but imagine there's somebody for whom you have high expectations. They're trying their absolute hardest to meet those expectations. Now, this person receives an awful lot of special treatment from people so they can perform to the best of their abilities. So, what do you think those people will do if the expectations leveled on this person aren't met? Ist doch klar. Sie wenden sich gegen diese Person. You're saying their expectations will turn into anger and scorn, right? Yep, that's definitely true. When you work as a counselor, you always think, I have to help this person so their heart doesn't break. But that's easier said than done. This world really is a callous one. No matter how much positivity or dedication a person has, just a bit of influence from their peers can easily mess with their heads. Every time I'm confronted with such a situation, I can't help but grasp the limitations of therapy as a profession. Und versuch es einfach weiter. Oh, I'm not sick of this job or anything like that. Don't worry. Sorry, I didn't mean to get all analytical. What I meant was, if we want to truly help people stuck in a predicament like that, we need a fundamental solution. Zum Beispiel? Nothing really comes to mind at the moment. This is just a thought, but what if we got the Phantom Thieves to change our hearts? Maybe have them shift our feelings so we won't lose to this unfair reality. It would ultimately be for the positive. Ist das wirklich ein Sinneswandel? Good point. You're right. Sorry, I was just thinking out loud. Oh, I seem to have lost track of the time. I should be getting back to my work. Our conversation's been very enlightening. Thank you. And enjoy your vacation. Exams are finally over.
I'm so exhausted. I can get back to actually sleeping in peace. You must have been studying pretty hard if it kept you up at night. Nee, er hat Videogames gezockt. Nah, I was up playing video games. Slacking off is just too much fun. I know, right? I kept cleaning my room instead of studying. Might even be too clean now. You two are perfect exemplars of what escapism can mean. And I can only imagine what the end result will be. Whatever, it's over with now. Who cares about that anymore? What's real important is the Phantom Thief's popularity. Ain't it amazing? It kinda feels like our time's finally here. I've even heard people excitedly speculating about our next target. You will have to choose carefully. There's no need to hurry. We should spend some time thinking it over. Hold up! The most important thing now is our celebration party. I hope you guys didn't forget. It's the fireworks festival on the 18th. I guess we're good meeting up in Shibuya, yeah? Let's say 5 p.m. We sure are on top of these kinds of things. Ach, Yuji. Now for the weather. Auch in der nächsten Woche ist mit heftigen örtlichen Schauern und Stürmen zu rechnen. Falls Sie vor die Tür gehen, sollten Sie sich auf plötzliche Wetterschwankungen einstellen. Heute ist die Zeit wie im Flug vergangen, hm? Joa. Nice. Let's go to bed. Hey, Oh Mann, ist das jetzt echt so ein Go-to-Bed-Moment? Ja let's go gut. to bed. Gut, dass die Prüfungen vorbei sind. Gehen wir ins Bett. Schlafen. Hey, it's me. Tut mir leid, dass ich so spät anrufe. Ich wollte dich wegen des Sommerfests was fragen. Weißt du noch? Ich habe dir davon erzählt. Ich glaube schon. Come on, man. Das weiß ich, okay? Komm schon, die ganze Sache mit den Kebabs? So, like, Ich habe die ganze Zeit absolut verschnarcht, aber das Festival ist ja schon morgen. Willst du also gehen? Ich denke drüber nach. no way, man. Das ist morgen, dafür ist keine Zeit. Lass uns einfach gehen. Lass uns auch Yusuke einladen, er haut immer gerne rein. Mir ist allerdings gerade eingefallen, dass für morgen Regen angekündigt wurde. Egal, es regnet an so einem Tag auf keinen Fall. Bis morgen. Woher soll er wissen, ob es morgen regnen wird? Oh Mann, so viel Stress wegen einem dummen Festival voller Essen jeglicher Art. Naja, du verdienst es wohl, Spaß zu haben. Fall aber nicht weiter auf, okay? Let's turn in for the night. Lass uns ein bisschen schlafen. Oh, und nicht verschlafen, klar? Ich spare mir dafür das Frühstück. What's up? What? Why are you staring at my face? Ryuji, I have a favor to ask. A favor? Sure, you need some money for food or something? Not this time. I've actually been mulling over a new battle tactic for a while now. And I'd like for you to lend a hand in bringing my idea to fruition. Oh, a new move? That sounds badass. I totally want in. Well, it's merely a rough idea at this point, but... What do you think? Wasn't that, like, way more detailed than some rough idea? I don't deserve such praise. I would merely prefer to add a splash of beauty to an otherwise barbaric battlefield, so to speak. Sick! So, all we gotta do now is see how the star reacts to your idea, right? We should consult José about this soon. However, I can feel my appetite growing after describing my idea. Same here.
so hot. It's as if we're walking around in an enormous sauna. Whose bright idea was it to come here? Yours. And just look at that crowd. Smiling faces everywhere you look. With that, let's move right into asking some of the visitors here for their comments. A TV crew, huh? Wir sollten nicht auffällig sein. We should grab our kebabs and get out of here. Ah, let's interview those three. Hey, is she talking about us? What the? Yeah, what do we do? Wir sollten uns beruhigen. Good point. We'll look even more suspicious if we panic now. They got us. Oh, hell. Okay, I'm gonna ham it up and make some real cringy comments so they can't use any of the footage. Hello. It sure is hot today, huh? Oh, for sure. Yeah. And if it's this hot in July, can you imagine just how insane the weather's gonna be in December? Anyway, since you're here for the festival, does that mean you and your friends there are meat lovers? I'd say that we're really lovers of fruit. Oh, and sweets. Sweets are just to die for. Well, thank you very much for your time. Whew, that was too close. That was truly cringeworthy. But are you certain that they won't air any of it? I'm pretty sure she thought there was a broadcast disaster. We ought to be okay. Ja, ja. More important than that, though, it's time to get some meat. Oh, right, my kebab. The lines for the food stalls were even more insane than the heat. Standing around in this sweltering heat was rather trying. And almost all the good stuff was already sold out. I didn't even eat breakfast this morning. I'm starting to get lightheaded. Even still, an occasion like this seems to make everything taste delicious. How much? Ja, wir sind, weil wir zusammen sind. That's pretty poetic, dude. Well, we came all the way out here, so we might as well go check that thing out. What thing? I heard they're building some kind of huge-ass stadium or something nearby. Wait, is that what it was? You don't know what you're talking about, do you? The stadium. Well, such buildings often have intriguing architecture. I'd love to see it for personal reference. Yeah, then come on, let's go. So, that's it? They barely even started? We seem to be premature spectators. I guess this is what people call jumping the gum. Jumping the gun. There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Hey, isn't that Yoshizawa? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meat earlier. Ain't you guys headed home? Geht schon mal ohne mich vor. Huh? Well, see you then. Yes, catch you later. Senpai? Was für eine angenehme Überraschung. Yes. Did you come to see the stadium, too? Same here. I needed to give myself a pep talk. Stimmt etwas nicht? Sometimes, when things get me down, I come here.
Although, that doesn't really answer your question, does it? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Kazumis Augen sehen etwas rot und geschwollen aus. Ich sollte sie besser bekleiden. That was delicious. Das habe ich gerade erlebt. I'm always like this after a meet. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance. Das Treffen ist also vorbei? Simply put, it was a disaster. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. But when the moment of truth arrived, my body still wouldn't move the way that I wanted it to. Ist das eher eine psychische Sache? I think that's a big factor. Something similar happened to me in middle school, but back then, I had someone by my side that kept me going. Wie meinst du? I have a younger sister. We promised each other that we'd win international gymnastics competitions together. But this spring, she died in an accident. I promised her we'd take the gold for our routines across the world. But I can't stop worrying about my lack of improvement lately. I've really been throwing myself into practice, but I wonder if even that won't be enough. Ist das wirklich dein Limit? Senpai. No. And you're right. I can't let it end like this. You just keep on rescuing me, don't you? Okay, no more brooding. There are still more meets left this year. I'm going to start from scratch and train as hard as I can. Thank you so much for listening to all that. Now I feel like I've been recharged, mind, body, and spirit. Well, at least my mind and spirit are recharged. The best way to stave off hunger is with some vigorous activity. I'm going to jog home. Take care. Was meinst du, wen sie sich als nächstes aussuchen? Die haben es nur auf böse Leute abgesehen, oder? Wir haben nichts zu befürchten. Wenn man in ihrem Forum eine Anfrage stellt, tun sie offenbar, was immer man will. Wenn sie die Bösen erledigen, habe ich nichts dagegen. Weiter so. Brauchen wir die Polizei dann überhaupt noch? Ah, you're back. Wie konntest du nur, Sholmes? Wie konnte ich was? Wenn du zum Sommerfest wolltest, warum hast du mich da nicht eingeladen? What did you say? Weiß Mishima das? Sie zeigen es im Fernsehen. Etwas darüber, dass im Dezember heiß ist oder dass die Süßigkeiten zum Niederknien sind? Und etwas mit Sakamoto, der ein paar echt schräge Dinge sagt. Ach, Mission gescheitert. Mission? Wovon redest du? Ich will ja nur sagen, wenn ihr das nächste Mal was Schönes macht, kann ich da nicht mitkommen? Ich bin schließlich der Produzent der Phantomliebe. Oh man. Hast du Witze? Ich hoffe nur, dass Lady Ann und die anderen... Lady Ann und die anderen haben das nicht mitgekriegt. Foto vom Freudenfest. Hier ist das Erinnerungsfoto vom Sommerfest. Naja, jedenfalls war es so geplant. Echt jetzt, Mona? Du hast mein Eis runtergeworfen? Es ist sehr atmosphärisch. Lass dich nicht runterziehen, so ist das Leben. Verständlich bei der Hitze. Vielleicht hattest du schwitzige Hände und bist abgerutscht. Nächstes Mal gehen wir irgendwo hin, wo wir auch echt was essen können. Absolut. Und am liebsten irgendwo drin. Am besten mit vielen Sitzplätzen und kostenlosem Wasser. Also wieder ins Diner. Warum auch nicht? Ein Ort der Ruhe, an dem man auch köstlich essen kann. Naja, stimmt schon.
Mann, durch das ganze Gerede vom Essen habe ich total Hunger gekriegt. Eine Schale Ramen wäre jetzt genau das Richtige. Ich tue es dir gleich. Ein Glück, dass ich kürzlich an einige exzellente Brotkrusten gelangt bin. Sorry. Tut mir leid, dass ich es nicht fangen konnte. Ich vergesse immer, wie kurz meine Arme als Katze sind. Schon okay. Ich traue diesem Eis nicht nach. Ich habe nur was ins Auge gekriegt. Jo, ich hätte gerne was ins Auge gekriegt. I should write something. Aber erstmal machen wir hier den Cut für diese Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten, wo wir dann unsere restliche Abendgestaltung mal gucken, was wir machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Abo nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.